Hallo ihr Lieben, das ist Disting mit einem Follow-up-Video zu unserem letzten Video über die partielle dissoziative Identitätsstörung. Das wird ein bisschen trocken, ist also hauptsächlich was für Interessierte. Viel Spaß beim Video. Okay, wir sind Disting, das ist ein Kanal von einer Betroffenen von dissoziativer Identitätsstruktur für andere Betroffene, Helfer und Interessierte am Themenkomplex Komplextrauma. Herzlich willkommen, wenn du heute zum ersten Mal da bist. Ich empfehle dir vielleicht ein anderes Video von uns zu gucken. Folgendes. Eigentlich wollten wir heute ein Video aufnehmen, wo wir einfach ganz locker Q&A machen, wie es uns gerade geht und so weiter und so fort. Aber unter dem letzten Video über die partielle dissoziative Identitätsstörung gab es ein paar sehr spezielle Fragen in der Kommentarsektion. Und wir haben gemerkt, wenn wir das jetzt zusammenmatschen mit dem Lebensupdate, dann wird das Video einfach total unübersichtlich. Deswegen nehmen wir die jetzt raus und packen die in dieses Video. Und es geht jetzt wirklich hardcore nur um Begriffe und wir rattern euch das jetzt einfach runter. Das ist was für Leute, die zum Beispiel mit der F44-7, also einer dissoziativen Störung gemischt, diagnostiziert sind und sich fragen, oh, wird das jetzt auch zur partiellen Dis? Und für Leute, die das interessiert, was jetzt richtig der Unterschied zwischen OSDD und partieller Dis ist. Weil in der Dis-Community online da halt sehr viel drüber diskutiert wird und da einfach Unklarheiten herrschen. Und vielleicht können wir die heute auch nicht ganz ausräumen, aber wir können euch die Kategorien einfach mal so runterbeten, wie wir die recherchiert haben. Also machen wir das jetzt. Für die, die sich das schon immer mal gefragt haben, wie kommt ihr eigentlich darauf, nicht Arzt oder Psychiater zu sein und trotzdem Diagnosebegriffe zu erklären? Man kann diese Informationen öffentlich finden, man kann sich da schlau machen, man kann sich da reinarbeiten und dann kann man einen recht guten Überblick bekommen, wie das jetzt diagnostiziert wird. Wir sind von Haus aus Kunsttherapeuten und wir haben halt aufgrund unserer eigenen Betroffenheit ein spezielles Interesse an diesen Dingen. Deswegen halten wir uns da immer auf dem Laufenden und haben halt dadurch, dass wir jetzt seit Jahren darüber Videos machen, halt immer wieder neue Recherchen gemacht. Darum können wir dazu was sagen. Aber selbstverständlich ist das hier kein Ersatz für eine Therapie oder für eine professionelle Diagnostik. Wenn ihr eine Vermutung habt, wenn ihr einen Leidensdruck habt, wenn ihr etwas vermutet und euch hier wiedererkennt, es ist extrem wichtig, dass ihr euch bemüht, wirklich einen Diagnostiker zu finden, ob das jetzt eine Klinik ist oder ein Psychiater oder ein Psychotherapeut, der auf Trauma spezialisiert ist. Ihr müsst das face-to-face in einer professionellen Diagnostik klären. Wir können euch das nicht in den Kommentaren einfach so zusagen, dass ihr dieses oder jenes erlebt. Das wissen wir nicht. Es braucht ein persönliches Gespräch. Okay. Also zu der ersten Frage. Was ist mit der F44-7? Dissoziative Störung gemischt, Konversionsstörung. Ist das jetzt eine PDIS? Kurze Antwort auf die Frage, wird die dissoziative Störung gemischt jetzt zur partiellen Dis? Nein, die wird nicht zur partiellen Dis. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, denn Dissoziation ist nicht gleich strukturelle Dissoziation der Persönlichkeit. Das heißt, um generell dissoziative Symptome zu erleben, muss man absolut gar keine Identitätsprobleme haben. Diese strukturelle Dissoziation in der Form, von der wir hier auf Disting oft sprechen, die man in der partiellen Dis und der Dis erlebt, die kann nur in der frühen Kindheit ihren Anfang nehmen. Aber wenn man im Heranwachsenden oder im Erwachsenenalter Trauma erlebt, kann man ebenfalls alle möglichen dissoziativen Symptome entwickeln. Die sind dann meistens vorübergehend oder zumindest sind sie gut behandelbar und können auch vollständig ausheilen. Aber das hat nichts mit der partiellen Dis und der Dis zu tun per se. Umgekehrt kennen Menschen, die eine partielle Dis und eine Dis haben, häufig eine Vielzahl von anderen dissoziativen Symptomen und viele von denen haben deswegen auch so eine dissoziative Störung gemischt diagnostiziert. Warum? Also was genau bedeutet die F44-7 überhaupt? Diese Diagnose ist im Grunde so eine Sammelpackung. Sie wird dann vergeben, wenn jemand mehrere dissoziative bzw. konversionelle Symptome gleichzeitig hat. Also eine Kombination aus den Codes F44.0
bis F44.6. Und das sind die dissoziative Amnesie, die dissoziative Fug, der dissoziative Stupor, Trance- oder Besessenheitszustände, dissoziative Bewegungsstörungen, dissoziative Krampfanfälle und dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen. Und deswegen wird die F44.7, also die dissoziative Störung, gemischt, auch so ein bisschen häufiger vergeben als viele andere Dinge, weil sie halt so eine Mischung aus verschiedenen anderen Symptomgruppen ist, die, wenn man halt so eine Anamnese macht oder so eine Diagnostik, dann erzählst du als Patient ja alles Mögliche, was du so erlebst, was du so an Erfahrungen gemacht hast. Es gibt ganz viele Fragen, die verschiedene Dinge abklopfen, und manchmal machen die Diagnostiker das so, dass sie nicht jedes einzelne Ding separat diagnostizieren, was ich ein bisschen schade finde, ehrlich gesagt, und dass sie es dann gruppieren in die dissoziative Störung gemischt. Und wenn ihr richtig aufgepasst habt, dann habt ihr auch gemerkt, dass diese Diagnosen nichts mit der Identität zu tun haben, sondern dass das alles sehr körpernahe und funktionell neurologische Phänomene sind. Lähmungen, Krampfanfälle, Taubheitsgefühle, Gedächtnislücken, die alle, und das ist wirklich wichtig, keine feststellbare körperliche Ursache aufweisen und vielleicht möglicherweise auch eine Traumahistorie schon bekannt ist. In der Diagnose müssen natürlich vorher körperliche Ursachen ausgeschlossen werden. Deswegen dauert das auch teilweise so lang und man braucht wirklich einen Fachmenschen, der das machen kann. Vielleicht auch verschiedene Fachärzte, wo man halt nacheinander hingeht und das dann abklären lässt. So, und das, was bisher im ICD-10 Konversion genannt wurde, im Lateinischen von convertere, umwandeln, umformen. Also ein psychischer Zustand, der nicht verarbeitet werden konnte und auf die körperliche Ebene umgewandelt wurde. Also dass man echte körperliche Symptome hatte, ohne eine organische Ursache. Deswegen nennt man das Konversionsstörung. Im ICD-11 hat man jetzt der Entstehung dieser Körpersymptome, also somatoformer Symptome durch dissoziative Prozesse im Nervensystem Rechnung getragen und nennt das jetzt dissoziativ-neurologische Symptomstörungen. Also ihr seht, die Begriffe im ICD-11 wurden auf der ganzen Palette viel genauer. Das hatten wir ja schon bei der partiellen Dys. Aber der Punkt ist, F44.7 aus dem ICD-10 hat mit der Aufteilung der Identität in dissoziierte Persönlichkeitsanteile erstmal gar nichts zu tun. Die Dys hatte im ICD-10 ihren eigenen Code, die F4481, die multiple Persönlichkeitsstörung. Und die Vorläuferin der partiellen Dys war, wie wir im letzten Video besprochen haben, diese vage, nicht näher bezeichnete dissoziative Schublade, also die F44.9. Die F44.7 im ICD-10 sitzt dagegen auf einem komplett anderen Ast. Da ist die Frage nicht, wie viele bin ich, sondern welche dissoziativen Körper- und Funktionssymptome habe ich, und zwar mehrere von denen auf einmal, gemischt. So, und was ist jetzt im ICD-11 diese neue Kategorie dissoziativ-neurologische Symptomstörung 6b60? Da finden im neuen System alle bisherigen Konversionsstörungen in ihre neue Heimat. Aber das Tolle ist, man kann das jetzt ganz konkret und sehr genau benennen und mehrere Symptomspezifizierungen gleichzeitig vergeben. Das also wirklich genau differenzial diagnostizieren, damit dieses Gemischte, dieses Riesenflatschding von der F44.7 besser aufgeschlüsselt wird. Es gibt da insgesamt 10 Unterteilungen. Alle beginnen mit dem Vorsatz dissoziativ-neurologische Symptomstörung, also DNSS. DNSS mit visuellen Beeinträchtigungen, visuelle Verzerrungen, Tunnelblick, dissoziative Halluzinationen, dissoziative Blindheit und so weiter. DNSS mit akustischen Beeinträchtigungen, akustische Pseudohalluzinationen, unspezifischer Art, Hörverlust, dissoziatives Stimmenhören gehört auch dazu. DNSS mit Schwindel oder Benommenheit, DNSS mit anderen sensorischen Beeinträchtigungen, also zum Beispiel Brennen, Schmerzen, Kribbeln, Anspannung, Gefühllosigkeit oder andere Symptome im Zusammenhang mit Berührung, Geschmack, Geruch, Gleichgewicht, Tiefensensibilität, Bewegungssinn oder auch dem Temperatursinn. DNSS mit nicht epileptischen Krampfanfällen.
DNSS mit Beeinträchtigungen des Sprechens, zum Beispiel Dysarthrie. DNSS mit Parese oder Schwäche. Parese kann man übersetzen mit Erschlaffung bis hin zur Lähmung. Es ist aber vielleicht nicht ganz korrekt, Lähmung zu sagen, weil halt ja keine körperlich-neurologische Ursache dahinter steht, sondern eine dissoziativ-neurologische Symptomstörung. DNSS mit Beeinträchtigungen des Ganges. DNSS mit Beeinträchtigungen der Bewegung, zum Beispiel Chorea, Myoklonus, Tremor, Dystomie, Gesichtsspasmen, Parkinsonismus, Dyskinesien und so weiter. DNSS mit kognitiven Symptomen, also zum Beispiel eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit von Erinnerung, Sprache oder anderen kognitiven Bereichen. Das ist ja so ein Ding, was unseren Alltag echt am meisten beeinträchtigt, muss ich sagen. Und dann gibt es noch als extra Kategorie die dissoziative Amnesie mit einem eigenen Label 6b61. Und wenn man unter Trancen leidet, gibt es nochmal eine eigene Kategorie, die Trance-Störung 6b62. Aber partielle Dis ist dann nicht dabei. Das ist ein anderer Ast von diesem Diagnosebaum, sage ich mal, ja. Ein Beispiel vielleicht, dass es ein bisschen anschaulicher wird. Stell dir jemanden vor, der nicht epileptische, also dissoziative Krampfanfälle hat. Dazu vielleicht Phasen, in denen eins der Beine nicht mehr richtig will und er kann das nicht mehr richtig kontrollieren oder drauf laufen. Und immer wieder tauchen mysteriöse Erinnerungslücken auf. Das wäre so eine klassische F44-7. Mehrere dissoziative Körpersymptome auf einmal, die man dann so zusammengruppiert in der F44-7. Und das ist halt meiner Meinung nach ein bisschen faul, weil das kann ja bei jedem Patienten was völlig anderes sein, ne? Deswegen freue ich mich über diese Erweiterung im ICD-11, weil man das jetzt einfach genauer definieren kann und die Behandlung eben auch viel individueller gestalten kann. Ist ja logisch. Denn diese Patientin würde im ICD-11 dann, wenn sie mit dissoziativ-neurologischer Symptomstörung diagnostiziert wird, aber eben unterteilt in die entsprechenden Spezifizierungen, ne? Plus vielleicht noch dissoziative Amnesie als Extradiagnose. Das macht ja schon einen Unterschied. Also auch für den Hilfebedarf, ne? Es macht ja schon einen Unterschied, ob ich einen Rollstuhl brauche, weil ich eine dissoziativ-neurologische Symptomstörung mit Parese der Beine, also Erschlaffung der Beine habe, oder ob ich einen Blindenhund brauche, weil ich eine dissoziativ-neurologische Symptomstörung mit visuellen Beeinträchtigungen habe, die immer wieder kommt und geht oder auch langfristig erhalten bleibt. Also ist es durchaus wichtig, das zu differenzieren in der Diagnostik, ne? Kennt man ja, ne? Wenn man Anträge schreibt wegen XYZ und man dann langwierig erklären muss, was man denn hat und dann musst du das beweisen und pipapo, es wäre so viel einfacher, wenn es das halt wirklich einfach schon gäbe und man könnte sich dann darauf berufen. Naja. Und also jetzt zum Schluss nochmal ganz klar, dass dissoziativ-neurologische Symptomstörungen beziehungsweise früher dissoziative Störungen gemischt und früher dissoziative Störungen nicht näher bezeichnet, die jetzt zur partiellen Dis wird, zwei verschiedene Schubladen sind, also zwei verschiedene Äste am Baum, schließt sich nicht gegenseitig aus. Im Gegenteil. Erinnert ihr euch an die körperlichen Intrusionen, von denen wir im letzten Video gesprochen haben? Der Schmerz aus dem Nichts, das Gefühl, berührt zu werden, das Gefühl, der Körper sei plötzlich größer oder kleiner oder jünger, je nachdem. Das ist eine Brücke. Jemand mit einer partiellen Dis kann sehr wohl zusätzlich auch solche dissoziativ-neurologischen Symptome haben. Man nennt die heute somatoforme Dissoziation nach Ehlert-Neinhuys. Nur die würde man eben getrennt zusätzlich diagnostizieren, zum Beispiel als 6b60 und nicht zu tun, als wäre das die partielle Dis selber. Die partielle Dis ist die Identitätsgeschichte und die 6b60, früher F44-7, ist die Körper- und Funktionsgeschichte. Zwei Dinge, die nebeneinander stehen können, aber das eine geht nicht automatisch mit dem anderen. Und das heißt eben natürlich auch, dass man keine partielle Dis oder Vollbild-Dis braucht, um dissoziative Störungen zu erleben. Besonders dann nicht, wenn man sie erst später im Leben erworben hat, durch ein einfaches oder ein längeres Trauma. Und umgekehrt können Menschen mit partieller Dis und Vollbild-Dis sehr wohl eben alle diese Symptome erleben oder manche davon in jedweder Reihenfolge. Also falls euch dieser kleine Diagnosecode mal über den Weg läuft, aktuell F44-7 wird nicht zur partiellen Dis.
Sie wird grob gesagt zur dissoziativ-neurologischen Symptomstörung und die partielle Dis bleibt ihr eigenes Ding. Erste Frage beendet. Kommen wir zur zweiten Frage. OSDD oder partielle Dis. Warum DSM und ICD nicht dasselbe meinen. Also nochmal zur Übersicht. Es gibt 2 Diagnosesysteme. Die laufen parallel, nicht ineinander. Auf der einen Seite das ICD von der WHO, das gilt international und das ist auch bei uns in Deutschland gültig. Aktuell gibt es noch die 10. und wir haben jetzt dann den Übergang in die 11. Revision, den ICD-11. Auf der anderen Seite das DSM, das Diagnosemanual der amerikanischen Psychiatrie und aktuell in der 5. Auflage das DSM-5. Das sind 2 getrennte Bücher, 2 getrennte Diagnosesysteme, 2 getrennte Logiken dahinter. Und wenn es um die DIS-Diagnose geht, dann beschreiben die ungefähr dieselben Menschen, aber sie schneiden den Kuchen sozusagen an einer anderen Stelle auf. Im ICD-11 gibt es bei den Diagnosen zur strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit, also den Diagnosen, in denen auf irgendeine Art und Weise mehrere Identitäten vorkommen, genau 2. Die DIS, dissoziative Identitätsstörung, und die PDIS, die partielle dissoziative Identitätsstörung. Die Trennlinie im ICD-11 zwischen beiden ist die exekutive Kontrolle. Bei der vollen DIS übernehmen Anteile wiederholt komplett das Steuer. Also mit einem vollständigen Wechsel der Persönlichkeit und dann auch begleitet oft von Amnesie. Aber der Punkt ist, es geht um die exekutive Kontrolle. Bei der partiellen DIS bleibt eine Frontperson am Steuer und die anderen funken rein. Also wichtig sind da Intrusionen, weniger diese vollen Wechsel der Persönlichkeit. Wenn in einem Menschen beides passiert, sollte es tendenziell zum Vollbild-DIS gehen. So, die relevante Frage im ICD ist also, übernimmt da jemand oder funkt da jemand rein? Amnesie gehört nicht zu den Diagnosekriterien an sich. Sie ist sozusagen eine Folge von einem teilweise oder einem vollständigen Kontrollverlust der exekutiven Kontrolle. Das ist die Trennlinie für den ICD. Das ist im DSM anders. Im DSM heißt die Vollform der DIS DID, Dissociative Identity Disorder. Wir bleiben jetzt im Englischen, damit es klarer wird, dass wir von dem amerikanischen Diagnosekriterien reden. Okay? Und DID gibt es im DSM seit ca. 1993. Und alles, was fast DID ist, landet in einer Kategorie namens OSDD, Other Specified Dissociative Disorder, andere näher bezeichnete dissoziative Störung. Die ist relativ breit und hat mehrere Unterkategorien, aber der für uns relevante Teil ist OSDD 1 und der wird nochmal unterteilt in OSDD 1A. Das sind Systeme mit weniger klar abgrenzbaren Anteilen, die nicht komplett übernehmen, aber mit Amnesie, und OSDD 1B. Das sind Systeme mit klar abgegrenzten Anteilen, die durchaus übernehmen können, aber ohne Amnesie. Seht ihr, das ist ein bisschen dieser Unterschied. Das DSM trennt vor allem an der Amnesie. Volle DID nur mit Amnesie, OSDD eben auch ohne. Wenn beides vorkommt, zählt die volle Amnesie und dann bist du DID. Und genau da knirscht es halt, wenn man die beiden verschiedenen Systeme übereinander legen möchte. Also den ICD und den DSM. Die ICD und die DSM. Den DSM. Das DSM. Das Diagnosemanual. Die Klassifikation. Also die ICD und das DSM. Oh Gott. So Beispiel. Stellt euch jemanden vor, bei dem klar abgegrenzte Anteile regelmäßig übernehmen, aber es gibt keine Amnesie. Im DSM wäre das OSDD 1B, also nicht die Vollform DIS. Im ICD-11 dagegen zählt vor allem, dass da jemand die exekutive Kontrolle übernimmt. Und Amnesie ist da kein Muss. Also dieselbe Person könnte im ICD die Vollform DIS diagnostiziert bekommen. Dasselbe erleben, 2 verschiedene Kategoriesysteme, 2 verschiedene Schubladen. Deshalb ist die Gleichung OSDD ist einfach das amerikanische Wort für PDIS,
Zwar verlockend, aber halt nicht korrekt. Im ICD-11 ist das Spektrum fließender und in welcher Kategorie du landest, wird daran festgemacht, ob die Exekutivkontrolle wechselt. Im DSM hat man mit OECD eine breitere Schublade mit Unterkategorien. Da gibt es auch Zwangsbeeinflussung, also durch Mind-Control induzierte dissoziative Symptome, akute Reaktionen, Trance und so weiter. Die fällt dann darunter. Und die Trennlinie zum Vollbild-Dis verläuft vornehmlich entlang der Amnesie. So jedenfalls meine Internetrecherche. OECD und PDIS überlappen sich zwar, aber sie sind nicht deckungsgleich. Partielle Dis ist sozusagen nur eine definierte Scheibe von dem, was die OECD mit ihren Unterkategorien benennt. Und was heißt das jetzt für dich, wenn du betroffen bist? In welche Kategorie gehöre ich denn jetzt? Das macht mich ganz wuschig, ehrlich gesagt. Für die Behandlung bedeutet das herzlich wenig, wenn wir ganz ehrlich sind. Ob auf deinem Zettel jetzt PDIS, DIS oder OSDD steht, ändert an der eigentlichen Arbeit fast gar nichts. Und klar, ich verstehe, beziehungsweise ich erlebe das ja auch in eurem Feedback und in den Kommentaren. Für euer Selbstverständnis ist das wichtig und das macht die Leute manchmal ganz kirre. Und beides darf sein. Und ich persönlich finde es auch wesentlich angenehmer, wenn ich wirklich korrekt diagnostiziert bin. Weil ja, es hat durchaus natürlich auch Einfluss auf das Hilfesystem. Ne? Also wenn das nicht korrekt diagnostiziert ist, dann bekommst du vielleicht auch nicht alle Ansprüche, die du hast. Du kannst nicht gut argumentieren. Und es könnte schon sein, dass halt Therapierende und Behandler dann ein paar falsche Entscheidungen treffen, die halt anhand von falschen Fakten kommen. Also unterm Strich, ja klar will man eine korrekte Diagnose haben, aber ich will nur sagen, dass ihr euch nicht unnötig verrückt macht, wenn sich das irgendwie unterscheidet. Und vor allen Dingen, das meine ich wirklich von Herzen, ich weiß, gerade wenn man neu in diesem Bereich ist und sich halt ganz viele Informationen aus dem Internet holt und mit anderen Betroffenen in Foren chattet und so weiter. Und das ist halt ja auch häufig auf Englisch in englischen Communities. Und manchmal gibt es richtig pingelige Diskussionen und es gibt auch immer wieder Menschen, die halt so ganz starre Ideen in ihrem Kopf haben und dann sagen, nein, du hast keine Dis, weil du hast keine, weiß ich nicht, innere Welt mit verschiedenen Planeten oder so. Das ist einfach absoluter Bullshit. Das ist richtiger Quatsch. Hört auf, sowas zu, wenn du so jemand bist. Also ich hatte neulich auch so jemanden in meinen Kommentaren. Und da muss man sich immer wieder an den Kopf langen. Man muss Geduld mit diesen Menschen haben und du wirst sie wahrscheinlich nicht verändern können, weil die haben sich das so fest in ihren Kopf manche von denen werden richtig aggressiv, wenn du denen sagst, nee, ich sehe das aber anders. Das ist ein Spektrum. Keine Ahnung. Wir haben dazu schon mal Videos gemacht, wo wir gesagt haben, fakest du etwa? Da könnte man von jeder Richtung hergehen und sagen, so muss das sein und so kann das nicht sein und das muss so sein und da und was erzählt. Ehrlich gesagt, ich glaube halt einfach Folgendes. Ne? Es gibt wesentlich mehr Menschen, die eine dissoziative Identitätsstörung haben, als man denkt. Und allerhöchstwahrscheinlich noch ein paar mehr, die eine partielle dissoziative Identitätsstörung haben. Und wir alle sind Menschen, die irgendwie damit klarkommen müssen, dass wir in uns drinne, in unserem Körper und Gehirn Dinge erleben, die wir versuchen in Worte zu fassen und zu beschreiben. Und jeder von uns macht es so gut, wie er das halt kann. So. Und je mehr man sich darüber unterhält, desto mehr checkt man, da gibt es ganz viele verschiedene Nuancen. Und selbst wenn wir gerade noch dachten, wir reden von derselben Sache, haben wir dann gemerkt, ach nee, warte mal, du redest doch von was anderem, warte, jetzt muss man da doch. Und da kann man sich ewig mit rumschlagen. So. Und wenn es nur um diese Diagnosen, diese Worte an sich geht, in der Differentialdiagnostik ist es vielleicht wichtig, aber letztendlich spielt es in der Behandlung weniger eine Rolle. Das Wesentliche ist, und da kann ich definitiv mitfühlen, weil viele von euch einfach bei schlecht informierten Diagnostikern sitzen, teilweise schon seit Jahren. Und meiner Meinung nach, also ich habe da echt schon ein paar Leute so getroffen in den letzten Jahren, also die sind mir in unterschiedlichen Kontexten begegnet, wo ich sagen muss, die haben eigentlich super offensichtlich eine Dis oder eine partielle Dis.
Also von dem, was die erleben, was sie für Probleme haben in ihrem Alltag. Und sie kämpfen und kämpfen darum, dass die Diagnostiker diese Diagnosen ernst nehmen, aber die Diagnostiker lehnen diese Diagnosen generell ab. Das ist aber ein ganz anderes Problem. Das ist ein Problem in der Fortbildung und in der Schulung von Diagnostikern und Therapeuten. Am allergrößten ist das Problem bei Gutachtern, weil die gar nicht vorgebildet sein müssen. Und da stößt man an das Problem, dass die generell alles, was mit Dissoziation zu tun hat, teilweise komplett ablehnen. Das ist ein anderes Problem und das ist tatsächlich ein Problem, da habt ihr recht. Denn die Therapie würde ganz anders verlaufen, wenn der Therapierende verstehen würde, dass es einen Unterschied zwischen Anteilen gibt, wie sie jeder Mensch halt irgendwie hat, und einer strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit, wo er eben nicht diesen Zugang zu den Innenpersonen hat, wo er als Therapeut anteilsgerecht arbeiten muss. Das ist ein riesiger Unterschied, das stimmt. Aber innerhalb dieses Spektrums, wenn man schon mal auf dem ist, dann gibt es nicht mehr den krassen Behandlungsunterschied. Versteht ihr, was ich meine? Okay, so viel dazu. Und ich werde direkt nächste Woche, hoffe, dass ich das auch wirklich schaffe, aber ich werde, so hoffe ich, das nächste Woche direkt ein Video dann nachschieben, was einfach ein bisschen leichter ist, über so, wie geht's uns gerade, bla 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 und was kommt als nächstes. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann kommen auch die Fragen dran, die wir in der Steady-Community bequatscht haben. Und wer nicht weiß, was Steady ist, das ist unsere Abo-Plattform. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, weil ihr unsere Arbeit gut findet, dann könnt ihr das am allerbesten über Steady machen. Die Links sind alle in der Videobeschreibung und da könnt ihr uns monatlich mit einem Abo unterstützen. Fängt bei 3,50 an, also so ein Cappuccino, den ihr uns rüberschiebt im Monat. Damit helft ihr uns halt schon total. Und dann sehen wir uns einmal im Monat im Livestream und wenn ihr uns richtig krass unterstützen wollt, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns einmal im Monat per Videocall zu sprechen. Da gibt es so eine kleine Gruppe, die sich immer wieder trifft. Das ist ganz nett. Und ansonsten, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch mit einem Trinkgeld unterstützen über PayPal oder einfach ganz kostenlos hier auf YouTube das Video liken, drunter kommentieren, mir eure Erfahrungen und Meinungen wiedergeben, das Video hypen und teilen und so weiter und so fort. All die schönen Dinge und damit helft ihr uns wirklich auch schon ganz enorm und wir freuen uns total, wenn wir von euch hören. Ihr merkt das ja so, dieses Video wäre ja jetzt gar nicht entstanden, wenn wir nicht in den Kommentaren gemerkt hätten, dass da halt ganz viele Fragen noch offen sind. Okay, so viel dazu. Trotzdem am Ende der wichtigste Satz des Tages: Du bist ein wundervoller, wertvoller Mensch. Lass dir nichts anderes erzählen. Okay, und dann hören wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, euer Dissti.